So, hier wieder eine richtige Bluesplatte. Snooky Pryor, Homesick James Williamson. Ja, Homesick James Williamson, Slide-Gitarre, Bottleneck-Gitarre. Angeblich ein Cousin von Elmore James und er hat ihn auch das Spielen mit dem Bottleneck beigebracht. Später ist er dann als Bassist in seine Band eingetreten bis zu dessen Tod und hat dann eben danach wieder hauptsächlich Gitarre gespielt und seine eigenen Bands gegründet, auch etliche Platten aufgenommen und war sehr lange aktiv, bis in die 2000er Jahre, so mit Ende 80, Anfang 90, glaube ich, hat er noch gespielt und ist live aufgetreten. Snooky Pryor, Mundharmonikaspieler, angeblich einer der ersten, der überhaupt seine Mundharmonika elektrisch verstärkt hatte. Beide sehr gute Sänger, sehr rauer Blues und aufgenommen 1973 in England mit britischen Musikern. Also der bekannteste dürfte Bob Hall sein, ein Pianist. Und oftmals sind so eine Platten ja nicht ganz so gut, wenn Musiker auf Tour sind und dann einfach Backup-Musiker nehmen und dann eine Platte aufnehmen. Aber das ist wirklich sehr gut. Crossroads, also die wechseln sich immer mit Gesang ab und begleiten einander sehr gut, also sehr gut Aufnahmen von, also sind natürlich bekannte Stücke drauf, Crossroads und Shake Your Moneymaker, Careless Love, Homesick Blues Again, das hat Homesick also auch sehr oft aufgenommen, das ist hier auch eine sehr gute Version, also eine meiner Lieblingsplatten, vermutlich auch deshalb, weil ich sie Ende der 70er Jahre auch eine der ersten Bluesplatten war, die ich mal im Radio gehört hatte und da hat es auch ewig gedauert, bis ich die Bluesplatte gefunden habe. Das Cover hier ist eine italienische Hülle, eine italienische Pressung und das Originalcover sah besser aus mit Fotos von den beiden und also sehr zu empfehlen. So, this record was recorded in 1973. With guitarist and singer Homesick James Williamson, a cousin of Elmore James and his bass player in his band, and Snooky Pryor, a Chicago harmonica player, one of the first who amplified his instrument. They are backed up by British musicians. In 1973 they were on tour with the blues legends in Europe. And normally I often don't like records recorded during a tour because the musicians are maybe exhausted or they play it safe, but this record is really good. It's one of the first blues records I ever heard in the radio. It took several years to find it in a store. This is an Italian print and the cover is different. The British cover is much better with photos of both artists. Highly recommended. I like it very much. The Albert Collins record, Ice Picking from 1978, put him back in the record business. And that was the beginning of his band who were known later as Icebreakers. It had already Casey Jones and A.C. Reed in the band. Casey Jones, he was born in 1939 and he died last month. Was a good drummer and he always had, when he played live with Albert Collins, he had a little set where he sang and made a little show. I really enjoyed it. I saw Albert Collins several times from 1980 on, and yeah, very classic recordings. Honey Hush of him and Ice Pick, Too Tired is a cover by Johnny Guitar Watson. And Cold Feeling is of course T-Bone Walker's song. A.C. Reed is one of the few
tenor saxophonist who played in Chicago, and he recorded with Earl Hooker and Jody Williams and many others. So, Fabulous Thunderbirds. This record, like I mentioned before with other recordings, could have been recorded. Oh, excuse me. I forgot. I must translate in German. I think I forgot to translate in German. Hier Albert Collins Record, also Aufnahme von 1978, sehr gut. Die hat ihn bekannt gemacht. 1980 war er auf Europatournee, da habe ich ihn live gesehen in einem Club Quasimodo in West-Berlin. Das war waren vielleicht 300 Leute da, aber sehr voll. Der war ein kleiner Club und er hat da auch praktisch die ganze Platte gespielt und er war da noch eigentlich relativ unbekannt, in Deutschland zumindest. Vorher hat er natürlich viel aufgenommen, unter anderem auch sogar mit den Meters, dieser New Orleans Soul-Gruppe um den Neville Brothers herum, und hatte schon mit Kenneth Heat, hatte ihn sogar wohl mal produzieren wollen oder mal irgendwas mit ihm gemacht, aber so einen richtigen Durchbruch hat er nie bis zu diesem Zeitpunkt bekommen. Er ist natürlich dann später, kurze Zeit später, sehr bekannt geworden. Unter anderem hat er dann auch bei David Bowie gespielt und also auf einer Aufnahmesession, und dann hat er auch praktisch Rockstar-Status, aber ist dann irgendwann in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre an Krebs verstorben, aber hat zumindest doch Ruhm etwas auskosten können. Eine sehr gute Platte. Da sind eben Stücke drauf von Too Tired von Johnny Guitar Watson ursprünglich gemacht, oder Cold Cold Feeling von T-Bone Walker, aber eben auch Instrumentaltitel, Ice Pick von ihm und Avalanche, sehr schöne Titel, sehr zu empfehlen. So, nun kommen wir zu den Fabulous Thunderbirds. Ja, warum sind die Fabulous Thunderbirds bekannt? Im Nachhinein natürlich auch durch Jimmy Vaughan, dem Bruder von Stevie Ray Vaughan, der dann später viel bekannter wurde als er. Das ist eine Platte von 1979 in Dallas aufgenommen, aber die hätte auch, wie gesagt, 1959 in Dallas aufgenommen sein können. Die Länge der Stücke ist so um die 3 Minuten, ein paar sind unter 3 Minuten und eins ist über 4 Minuten, und das alles. Hier Scratch My Back von Slim Harpo ist zum Beispiel drauf, was ist noch drauf? She's Tough von Jerry McCain, auch ein Soul- und Blues-Künstler, der unter anderem auch Mundharmonika gespielt hat, und viele andere Stücke, also alles im 50er Jahre Gewand, sehr gut. Keine langen Endlos-Soli wie bei Stevie Ray Vaughan, obwohl ich das ja teilweise auch mag, aber hier, das ist eben sehr gut. So, it's a good record by the Fabulous Thunderbirds. The leader of the band is Jimmy Vaughan, who is the brother of Stevie Ray Vaughan, and it was recorded in 1979 in Dallas, but it could have been recorded 20 years earlier. All songs are quite short, the longest is a little bit over 4 minutes. It has some covers and some original material on it. For instance, one of the covers is Scratch My Back by Slim Harpo, and She's Tough is another cover by a singer and harpist Jerry McCain. Highly recommend it from me. Usually I prefer the originals, but this is the same case with George Thorogood. If it's good music and done very in a fine way, and I like it, no matter when it was recorded. And in the late 70s, it was good to hear the raw music,
than always yes and jazz rock. Also I like jazz rock in a way. Okay, thank you for listening. Das war's. Vielleicht hat der eine oder andere das wirklich durchgehalten. You may comment if you like it, or maybe you give some ideas what your favorite records are in this style, and maybe we can communicate via the comment side. Also, wenn es euch irgendwie in irgendeiner Art interessiert hat, lasst es mich wissen über die Kommentarseite. Ja, tschüss und goodbye.